Hat er das jetzt übernommen oder nicht? Ja. Keine Ahnung. Audio, Regeln, rechtliches. Okay, wird schon stimmen. Wann fangt ihr an? Um 7? Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance, epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. Also was ich so gesehen habe vom Artstyle her, ist es ein bisschen abgefuckt. So ähnlich wie Alice Madness Returns. Deswegen hat mich das so angesprochen. Und wie fangt ihr euer Spiel an? Direkt mit einem Kolosseum? Moment. Steuerung. Besser. Ich kann nicht, doch, okay, ich kann rollen. Zwei, okay. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, aber das kommt bestimmt noch. Würfel, komm. Das macht viel Schaden. Aua. Irgendwie gefällt mir die Steuerung noch nicht. Ungefähr 7 normalerweise, okay. Halb Krone. Oh no, Betrayal. But that was in the era of the dice wielders. And like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. Okay. Okay. Der Verkäufer in diesem Spiel heißt Money Our Dex. story begins later, in Wanecroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a 6er. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up. Now we really have to run. Ist es gut, die Nägel da einfach so... Oh Gott, was bist du?
Tag des Würfels. Ort. Creepy. Oh Gott, es sind mehrere. Okay. Es stört mich, dass die Y-Achse invertiert ist. Aus welchem Grund auch immer. Es hat keinen sinnvollen Grund, dass die Y-Achse invertiert ist. No! Zielen. Ah. Y ist rauf, runter und ich hoffe, ich kann es invertieren. Nein, ich kann nur vertikal invertieren. Warum kann ich nur vertikal invertieren? Uff. Ein Zeug einsammeln. Oh, hier ist jemand. Hallo. Ich kann halt nicht vernünftig sehen, wo ich hinlaufe. Warum verstecken die sich denn nicht? Wer ist der Troll da? That's Nanny Fortuna. Works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite, which makes it very easy for all of you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that her one true dice has deigned to fix the fates of your offspring. And joy, yes, joy that today her representative, me, the Nene Fortuna, has come to share her good news with all of you. Okay, also, die Kinder kriegen, sobald sie 12 werden, einen Würfelwurf und der bestimmt, in welche Gesellschaftsschicht sie eingeordnet werden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Königin gut ist. Es könnte aber natürlich auch sein, dass die Königin sehr gut ist und dass irgendjemand, Nanny Fortuna zum Beispiel, Lügen erzählt. Aber so weit sind wir noch nicht. Also die Kinder bekommen mit 12 ihren Würfelwurf, werden dann in eine Gesellschaftsschicht eingeteilt. Warum wachsen die denn dann jetzt überhaupt in den Slums auf? Warum gibt es denn nicht eine Baby-Auffangstation, wo alle Kinder hingesammelt werden großgezogen, bis sie 12 sind? So, jetzt stell dir mal vor, sie kriegt jetzt eine 6, ist auf einmal irgendwie High Royalty und hat das noch nie irgendwie gelernt, keine Ahnung. Und ein Kind von einem Noblen kriegt eine 1 und wird dann da in diese Müllhalde geschmissen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie fair finde. Aber gut, ne? Ist halt random.
Dann verstehe ich aber nicht, warum die jetzt weglaufen und nicht ihren Würfelwurf wollen, weil, also natürlich eine 3 ist scheiße, so, dann wirst du halt ein Krieger und wirst in die Arena geschickt. Aber man könnte ja auch eine 6 kriegen. So, die Chance ist halt 1:6. Und wenn die 5 ähnlich gut ist, dann wäre die Chance halt 1/3, was Gutes zu kriegen, ne? Und wenn man eine 1 oder eine 2 kriegt, dann bleibt man halt da, wo man ist. Also eigentlich ist nur 3 und 4 scheiße. Even, Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Happy birthday. Oh, even. And I got a present for you. It's so Oh. cute. Make a wish. Oh shit. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules! Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Oh. Titties. Das ist ein großer, unebener Würfel. Ich bezweifle, dass der ordentlich rollt. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. Hm. What? It had been settled. At least, she'll be a sixer. Even! Oh, no! Stop it! And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Aber warum freuen die sich denn nicht für ihre Tochter, dass sie im Palast leben darf? Also ich meine natürlich klar, so, die Tochter wird weggenommen, aber die darf im Palast leben und muss da nicht irgendwie an ihrer eigenen... Odd? Where are you? I'm coming for you, sis. Hold on, Odd. Odd! I'm gonna find you, okay? Ja, natürlich hat man ihnen die Tochter weggenommen, aber... Odd! Help me find you! Odd! I'm here, sis! I'm coming, Odd! Odd! Oh, creepy. Hallo, Purple. Ah, hallo von Betsy, Purple.
since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Sie schläft literally in einer Streichholzschachtel. Even knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? Es wäre viel witziger gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, something seemed odd. A portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in one craft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. An image of great-great-grandfather Peters. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Okay. Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the Queen, and she had eyes and ears everywhere. These paintings showed stories Even's mother told her was safe to share because they were true. Or so she said. Like the story of the card makers of 5 Hallo Geige. who'd suffered a horrible fate. Even's father never told her stories. He preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Auf einmal sind so viele Leute da. Even's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Naja, Ott ist ja nicht wirklich entführt worden. Sie wussten ja, dass das passieren wird. Aber gut, dass die Tür auf ist. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who'd ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories. Or at least, that's what she told herself. Ich wette, der Shadowman ist super nett und so und hilft uns. Ja, ich merke schon, Betsy. Although she'd been gone a year, so much in this house still reminded Even of her sister Odd. Others had told her the pain would fade, that Ups. Schieß doch nicht auf den Geist. Man schießt nicht auf Geister. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Wer weiß was noch nicht, Betsy?
Ach, Marci, mein Gott, ich bin schon völlig durcheinander. Betsy, mein Wecker klingelt. Du sollst Zitronen kaufen, glaube ich. Ich glaube, du sollst Zitronen kaufen. Ja, sollst du. Ich sollte dich daran erinnern, dass man nicht auf Geister schießen darf. Ich glaube, es könnte vielleicht gut möglich sein, und das würde mich sehr traurig machen, dass die Königin sich die Kinder holt und die dann umbringt. Also tatsächlich, so wie du gesagt hast, Betsy, dass der Würfel nur Tarnung ist, um herauszufinden, wer sie stürzen könnte. Und die Kinder, die halt eine 6 kriegen, werden sofort entfernt. Das ist halt die Frage, so, wie viele Kinder kriegen eine 6? Kriegt jedes Kind eine 6? Aber dann wären ja nicht so viele Leute hier, ne? Glowing figure seemed to keep its distance from even. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Oh, darling. You're thinking about your sister, aren't you? I feel you, child. I do. But she's been gone now a year. Warum hat sie 6 Augen? Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Okay. Warum nicht? You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Oder die werden eingekerkert, das kann auch sein. Ich lasse euch mal eben kurz eine Sekunde alleine.
So. Geige, Harpe, habt ihr schon gesagt, wie es euch geht? Und was ihr so gemacht habt? Du nicht. Gut. Wie geht's dir? Was hast du so getrieben? Ich war ja jetzt nur mal eine Weile nicht. Oh, der Geist ist in die Richtung. Gut, dann gehe ich erst in die Richtung. Okay, es geht nicht in die Richtung. Ich habe keine Waffe. Ich war ja jetzt nur mal eine Weile nicht online. This was Onecroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Erkältung sagt. Aber solange es nur eine Erkältung ist, nichts Schlimmeres. Hit it, it's right there. He's trying, Lucky. Aw, shucks. Now I'm all out of potatoes. No breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Smooth going, Ben. But it wasn't my... Money. You're the one who... Aw, I guess you're right, Lucky. Whoa, Not bad, Even. I knew you could do it. lucky shot. I'm not impressed. I could do that too if I wanted. No problem. Mhm. That was amazing, Even. Hey, shut up. Ist die denn so autoaggressiv? What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents Fragt letting you out sie. after dark now? Weißt du, warum sind die denn hier draußen? Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are Mhm, so warum sagen die das intelligent. bloß? I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs, Even? Schreiben ist gut. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and he meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky? Oh, that's mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, Even. See you later. Ist ganz okay, Marcy. Das ist doch der Weg nach Hause. Ist da ein Geheimnis? Kann ich ins Wasser fallen? Nein. Ich muss stehen bleiben, um die Leiter zu besteigen. Okay. Ja, das stimmt, Marcy. She knew this was, if not goodbye, then at least so long, and even knew if she hesitated, if she woke her parents and spoke to them directly, she'd never go. And so she left, without knocking. Ja, ja, man hört immer nur das, was man hören will, ne? Oder liest.
Hm? Money. Ich hab schon Money. Betsy schreibt gerade Pornoglyph. Also nicht, dass ich das witzig finden würde, ne? Das ist ja schon... Oh, jetzt bin ich wieder hier. Das ist ja schon Kleinkindhumor, ne? Warum sind hier Geländer? Wie soll man denn diese Treppe benutzen, wenn hier Geländer sind? Oh. Nach einem außergewöhnlichen Traum durchsuchte Even ihr Haus nach irgendetwas und bald fand sie es auch. Das Spielzeug, das sie Ott an ihrem Geburtstag gegeben hatte und das eine seltsame leuchtende Gestalt für sie hinterlassen hatte. An dem Tag, an dem sie entführt wurde. Even wusste zwei Dinge. Erstens, dieses Wesen war irgendwie mit Ott verbunden. Zweitens, sie würde sich nie verzeihen, wenn sie ihm nicht folgte. Ja, weiß ich auch nicht, Betsy. Oh, guck mal. Moment. Da ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Wo bin ich denn? Aha. Da ist mein Zuhause. Das heißt, ich bin der Blob da. Dieser Blob da. Der orangene Blob da. Und ich muss zu dem blauen Ausrufezeichen. Okay. Ich habe 60 Geld. Und Fragezeichen. Okay. Warum bist du ein Fisch? Und warum steht ihr hier rum und seht aus, als würdet ihr gleich weinen? Okay, euer Leben ist schlecht, ich weiß. Mehr Geld. Hallo, Mr. Fisch. You seem like you're looking for something, kid. Mutation. Ich glaube, er kennt meine Schwester. Ich glaube, es könnte meine Schwester sein. Ich glaube, er kennt meine Schwester. Ah, I thought I recognized you. You're Odd's sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. And I think you should give up on her, even. She's a sixer now. Nobody ever comes back from that. Ja, warum bloß? Das war nicht hilfreich, aber danke. Oder so. Na. Oh, großer Mond. Okay, ja. Geist. There, you saw it, didn't you? There it was again. Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. Okay, warum? You can't be here, little girl. That's only more reason not to let a child in here. Why, I'd walk you home myself if I wasn't so busy guarding this area, as you can see. It's a very important job. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Kai. Dux. The loading of junk onto boats. Clearly, all day long and all year long and all life long, there's only one thing that happens here. Junk gets loaded onto boats. Aha. Sorry, that's classified. Top secret, very royal. Ah! The very idea that the Queen would not share her ultimate secrets with me, a random one-er security guard. No. No, I assure you, I definitely know
all the good stuff. Aha. I'm just not willing to share them. Er sieht aus, als hätte er einen Kartoffelsack als Gesicht. Ha! That may well be true, but that doesn't mean I should entrust the Queen's state secrets, which I assure you I'm definitely privy to, with you. Now run along home. It's past your bedtime. Was will der denn wissen, wann meine Bettzeit ist? Was passiert, wenn ich auf den schieße? Nichts. Ah, schade. Mein Gott, gibt's hier viel Geld. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Ich wüsste gerne, wie alt Ort ist. Even. So, sie müsste dann auch theoretisch irgendwann würfeln. Die Musik hat sich verändert. Come on! Or whatever that spirit wanted, it seemed to involve bringing even here. But why? Vor allem, wo ist hier? Ich hab so viel Geld. Wer bist du? Der hat definitiv irgendwas im Sinn. Rules even. Random rules. Aber er kennt meinen Namen. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Well. Look at you. Manfred Modder. Wo du sagst, das ist meine Schwester oder er kennt meine Schwester. Es könnte natürlich auch sein, dass sie die Kinder verwandelt. Ja, es könnte auch sein, dass sie die Kinder verwandelt. Es könnte aber halt wirklich auch sein, dass sie die Kinder einfach tötet. Und dass die dann als Geister wiederkommen. So far from home and all alone. You're lucky the Queen is looking out for you, child. You've heard the good news, haven't you? The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. Wir hätten Freunde sein können. Und du bist so ein Creep, Alter. She's never wrong. She makes the rules, random rules, and they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me, up riding a shining spider stallion. Notices my Oh mein Gott, er ist ein Simp. notices my worship. Ich muss jetzt wirklich gehen. More than life,
I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me. Uff. Found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. Das ist nicht das, was er gesagt hat. Unique. Ja. Some who lived here were kind, treating the queen with respect, and others seem to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home Even had ever known. Ist schon irgendwie traurig, der Typ, ne? Tut mir ein bisschen leid, auch. Irgendwie. Random rules, even. Random rules. Hart. Da ist der Geist. Kann ich hier was abschießen? Oh, da. Guck mal, wie viel Geld ich schon habe. Nice. Geist. Big city life. Oh, must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. Wie geht der Text von Big City Life? You ever wonder what life's like in the other zones? I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Okay, also in 5 Tropolis werden die Karten gemacht. Das ist scheinbar die obere Arbeiterschicht. Oh, it must be so wonderful there. Be recognized as the best of us. 6 Dingsbums kennen wir ja schon. 4 Burg. Before the war, it was a sight to behold. Now, though, after the Queen ruined it trying to find those awful rebels, it's so dreadful there. Okay, 4 Burg wurde zerstört auf der Suche nach The Rebellen. glory of battle, yours for the taking. I could be 3 des Kampf, das wussten wir ja schon. Und 2 big Stadt. city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. Okay. I wasn't born. 2 Stadt hat einfach nichts. I was born in Forberg. Okay. Only I turned 12 and the Queen came and made me rule. Rolled myself for one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll never get back there again. Bis gleich, Betsy. Das ist nicht fair. It Das doesn't ist have to wirklich be nicht evil fair. to be fair. That's what my mom always used to say. Before she... Before I... Well, it's, ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Die haben ein Kind bekommen und haben es Ort genannt. In dem Willen, das nächste Kind Even zu nennen. Aber was wäre denn jetzt gewesen, wenn sie kein zweites Kind bekommen hätten? Oder Zwillinge? Dann hätte das ja schon nicht mehr funktioniert.
Dann hätten sie beide gleich genannt. Oder sie hätten eins gleich genannt. Odd, even und equal. Eved. Hier kann ich nicht lang. Warum stehen die Kisten rum? Da ist eine 2. Warum ist da eine 2? Da ist eine 3. Hab ich eine Eule übersehen? Irgendwo? Das ist ein bisschen creepy. Strange figure. Even knew that her fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns, and she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Warum sehen diese Äste aus wie Hände? Das ist creepy. Ich habe irgendwas im Wasser gehört. Ist der Ingame-Sound eigentlich laut genug? Es ist super creepy hier. Dieser Würfel öffnet jetzt gleich seine Augen. Oder auch nicht, er ist tot. Hm. Da ist eine Pyramide. Karten. Wer hat die kleinen Dinger da eingesperrt? Genau, steck sie in die Tasche. Geheimnisvolle Spielkarten. Diese Spielkarten sind grandios gemalt und schimmern bläulich, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel betrachtet. Punkte. Seltsame Punktkreaturen auf 2 Beinen, die in einem Glas herumhüpfen. Okay. Aber ich kann meine Karten nirgendwo sehen. 0 von 2 Märchenseiten. Oh. Ich habe also schon irgendwas verpasst. Außer natürlich, es geht noch weiter. Ich glaube nicht, dass es noch weit geht. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. Bin ich jetzt noch? Nein. Okay, doch. Okay. Hafen. Aha, guck mal. Ich bin im Hafen. Gruseliges rotes Licht. There was no time to think. Even was either going home to her parents
without answers, and with even more questions than before. She was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. Ich glaube, ich habe diese ominösen Märchenbuchseiten schon verpasst. Habe ich so das Gefühl. Wer bist du? Oh, those are some nice cards you have there, kiddo. You find them yourself? Sein Kopf ist falsch rum. Well, heck, let me take a look. Maybe these old papers will notice something you haven't. Ich will nicht, dass der mir meine Karten wegnimmt, aber ich will auch nicht rude sein oder so. Und der kann mir bestimmt helfen. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Oh, folks did trade them on the regular. Used to have quite a collection myself. I got them straight from the factories in 5-dropolis where they made them, you know. Mint in books. Of course, that was before the war. A lot changed that night. Oh, we're still dealing with the consequences. Yeah, look around you, Missy. This ain't what things used to be. This ain't what things are supposed to be, either. The Queen, she distorted it all. Turned us from good, honest folks into whatever this is now. The most don't remember it. Only me, it feels like sometime. Okay. Da. Kann ich hier rüber gehen? Der hängt scheinbar fest. Creepy. Kann ich die kaputt schießen? Nope. Tada! Märchenbuchseite. Eine illustrierte Seite aus einem alten verbundenen Märchenbuch. Aha. Vor langer Zeit gab es A ein ganz long random... time Oh. ago in Random, dice were everywhere,
and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was random. Bis der König gestorben ist und die Königin durchgedreht. Oh. Ich möchte wissen, was passiert, wenn mich das rote Licht sieht. Aber irgendwie habe ich Angst, reinzugehen. Oh, ich bin wieder hier. Sehr gut, ich bin im Kreis gelaufen. Nice. Da ist die andere Märchenbuchseite. Geht langsam die Sonne auf, der Himmel ist heller geworden, ne? Alles klar, kein Stress. Schön, dass du trotzdem hier warst. Pass auf dich auf. Moment, hier will ich noch nicht sein. Ich versuch's. Es tut mir leid, es ist nicht einfach im Moment. Das war knapp. Märchenbuch.
Ich habe doch gerade noch eine Seite gefunden. Ah. Ja, ich weiß, Marcy. Danke. When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous in random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. No. You don't get to come here. This is my reserved spot. You get your own. Wer hat das gesagt? Vor allem wo? Hä? Now, go away. What do you think I'm doing here? We're all trying to hide, kid. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adlubescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. It means something that's delightful, like my room here. Wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. There are no... Oh, come on. There's gotta be other spots. Go find them. Oh, for the love of... Fine. You little guilt tripper. I'll let you in. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. 1, be quiet. 2, don't touch anything. And 3, be quiet and don't touch anything. Okay. Hermann sieht aus wie jemand, mit dem ich mir ein Boot teilen würde.
überhaupt nicht creepy und so. Etwas übernächtig, der Gute. Ganz gelbe Augen. Aber der Bart ist cool. Und die Jacke steht ihm. Der Hut ist ein bisschen abgerupft. Now don't make me regret this, kid. I'm stowing away on a quest, see? And if the crew here gets wind of it, both our gooses will be cooked. So just sit here all quiet-like and don't do anything. Shh, quiet, kid. I can't believe it. You're already breaking rules 1 and 3. Yeah, look, I'll tell you what. Just hide between those boxes and don't make any noise. You want to know about me? Here's the deal. I'm off to find Miss Hudson, see? I'm headed for the Cardmaker District, 5-tropolis, or whatever the Queen's calling it these days. And... Quiet, kid, or he'll ruin the whole thing. Just go to sleep, kid. I'll wake you when we're there. Okay. Nicht, dass Hermann mich jetzt verkauft oder so. Well, the moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost, run away from home, and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber. Ihre Schwester ist das Einzige, was zählt. Ihre Eltern sind scheißegal. Vor allem, dass sie gerade einen Herzinfarkt sterben, weil das zweite Kind jetzt auch noch weg ist. Aber ihre Schwester ist das Einzige, was zählt. I'm coming! Ethan! Found me! Stay right there! I'm coming! Ethan! I need you! Sis! I'm coming! Don't move! Ethan! Why aren't you coming to help? I'm trying, sis! Hold on! I'm trying! Oh, schön, ihre Eltern haben sich aufgeknüpft. Nein, warte, das sind Geister. Hello, Even. You're home. It's where you belong. Odd's in trouble. Trouble is odd. At least she'll be a sixer. A wanna is a wanna. Is a oneer. Is a oneer. When you're right, you're right. Even. Come stay with us. Do you want some tea? Everything's better with tea. Tea fixes everything, Even. Listen to your mother, Even. Das ist ziemlich spooky. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, Even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever, Even. We'll always be here, Even. You'll always be her, Even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go. Even if you're lost. The Queen will find you. Okay. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. You've arrived, Even. Soon you will find your voice. Okay.
Ist creepy. Das ist nicht Ort. Please, please, I want to go. I miss my sister. I miss my parents. You're safe now. They can't hurt you anymore. Hurt me? No, that's not right. They never. I don't think they. They were denying you your future, robbing you of your true destiny. You're finally home. Okay. Sie brainwasht die Kinder. Immerhin bringt sie nicht um. Oder so. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Wait! What am I supposed to do? Genau das gleiche, was er macht. Hermann, Beste. Aber warum fällt das Schiff auseinander? Was zum Fick passiert hier gerade? Ich hab kein... Nee, das war ein Albtraum, aber es sah halt wirklich so aus, als hätten die sich aufgeknüpft. She realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay, still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Find time to remember I don't know how to swim. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. Okay. Kann ich den Schirm wieder haben? Der ist nützlich. Whoa, where is this place? Ich hätte gerne den Schirm. Der ist super nützlich. Oh. Hm. Okay, kein Schirm. Schade. Bist du wieder zu Hause, Betsy? She couldn't yet understand it, but even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily. Ich glaube, dem Dude geht's nicht so gut. Der hängt da irgendwie fest. Hm. I must be the first person to come here in decades. Um wie viel wetten wir, dass die gleich aufstehen und mich angreifen? Gibt's hier eine Karte? Keine Karte.
Hm. Dem geht's nicht so gut. Erstmal abschießen. Ja, natürlich. So macht man das doch, oder nicht? Das ist ein Würfel. Oh, woher wusste ich das? Ja, Mensch. Gut, dass sie das untertitelt haben. You crazy machine! I'm not your enemy. I'm just me. Würfel! Ah, ich sehe mich nicht. Würfel, ich sehe mich nicht. Ja. Oh. Matsch. Oh. Ah, okay. Hey, are you okay? Are you, Sehr gut. Grandiose Untertitel. Fahr vorsichtig, Betsy. okay? Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Aha. Vor allem, was bringt es ihm, wenn er das Auge zumacht? Ach so, du bist schon gefahren. Wenn er das Auge zumacht... Oh, I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Süß! Oh mein Gott, ist der süß! Wenn er das Auge zumacht, sieht er ja nicht mehr aus wie ein richtiger Würfel, weil ja dann die 1 fehlt. Er muss das Auge auflassen zur Tarnung. Okay, Even, keep it together. You're talking to a dice now, Even. And to yourself. Er mag mich nicht angucken.
Das ist gut zu wissen. Okay, kannst du bitte hier drauf gehen? Guck mal, kannst du hier drauf gehen? Perfekt. Not a trap. Dankeschön. Komm mit. Oh, er ist cute. Ja, ich hätte schwören können, hier gibt es ein Geheimnis. Er ist mega cute. Hey! Those are mine! You don't just take things from people. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them. Ja. Das wird eine wundervolle Freundschaft. Oder so. So, kann ich jetzt kämpfen? Aha. Watch out, Dice. I think these machines are coming alive too. Yep. They're attacking. Ja. Beste Untertitel. Oh, it was clear that these were not ordinary cards, and Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. Okay, ich kann jetzt keine Karte spielen, weil ich die Würfeldimension verlassen habe, ohne eine Karte zu spielen. Okay. Au. Okay, die Zeit steht still. Solange wie ich hier bin. Die unberechenbare und manchmal großzügige Würfeldimension gibt Even ein Kartentoken. Glückliches Händchen. Even and Dicey were moving as one, an unstoppable fighting machine. Aber das nutzt mir auch nichts, weil ich keine weiteren Karten habe. Aha, okay. Prinzip verstanden. So, Dicey schmeißen. 1. Bescheidenes Lebenselixier, das Evens Gesundheit zum Teil wiederherstellt. Es schmeckt nach Erdbeeren. Oh. Willst du den Stream ein bisschen ausmachen, um dein Handy zu laden? Aber du hast nicht viel verpasst. So. Der Geist von Dreistadt manifestiert sich in Form eines Schwertes. Drücke Y, um zu schlagen und aufzuschlitzen. Halte Y für einen Sprungangriff. Aha, das ist das Messer.
didn't understand what was happening to her and her new dice friend. But she didn't need to, for there was another, more obvious truth that she understood completely. She was truly and inarguably kicking robot butt. Okay. 2. Hiermit kriege ich noch einen dritten, korrekt? Ja. So. Stelle Lebenskraft des Schwertes zurück und erhöhe seine Stärke. Und hiermit Geist schleudert einen Bogen und 10 Pfeile. Die Szene mit den Eltern nur hören, deswegen weiß ich nicht genau, was passiert ist. Sie ist, also ich habe halt Hermann getroffen und Hermann hat jetzt gesagt, so er nimmt mich mit und so. Und hat halt gesagt, sie soll schlafen gehen und er weckt sie, wenn wir da sind. Und dann ist Even halt schlafen gegangen und hat geträumt, wie sie nach Hause läuft und ihre Eltern schwebten da eben als Geister so irgendwie so ein Stück über dem Boden und meinten dann halt von wegen so, sie ist jetzt zu Hause und sie soll da bleiben, ihr kann jetzt nichts mehr passieren und sie lassen sie nicht mehr gehen, alles ist gut. Und Even meinte dann halt, nein, wir müssen meine Schwester retten, also wir müssen Ort retten. Und dann meinte die Mutter halt so, nein, alles passiert so, wie es passieren muss und es ist schon in Ordnung und du bist hier in Sicherheit. Und dann war draußen dieses große Gesicht, was sie im ersten Traum gesehen hat und meinte halt so, schön, dass du da bist, irgendwie du wirst bald deine Stimme finden oder so. Und dann ist sie nach oben, wo sie ihre Schwester hat weinen hören und aus diesem Krug ist dann aber die Königin aufgestiegen und nicht ihre Schwester. Und dann hat sie halt ihre Schwester gesehen, die gesagt hat, so, ich will nach Hause. Und die Königin hat gesagt, alles ist so, wie es sein muss. Und deine Eltern haben nur deine wahre Kraft zurückgehalten und du bist jetzt in deinem wahren Zuhause. Und hat sie dann so in den Mantel gehüllt und in die Dunkelheit gezogen. Und daraufhin habe ich halt gesagt, dass es gut möglich ist, eben, dass sie die Kinder halt nicht umbringt, sondern deren Geist manipuliert. Und dann hat Hermann halt geschrien, dass wir aufwachen sollen und das Schiff bricht auseinander. Und dann haben wir uns so einen Schirm geschnappt und sind hierhin gesegelt. Und sie hat jetzt Dicey gefunden. Mehr ist noch nicht passiert. Dicey hat die Karten eingesaugt und das war's erstmal. Ich möchte tatsächlich das einmal trinken, um mich zu heilen. Regenschirme sind super praktisch, sie schützen vor Regen und vor Sonne. Man kann sie als Gehstock benutzen, als Schlagstock, als Brecheisen, als Maschinengewehr und man kann es jemandem so weit in den Hals stecken, bis der Magen durchstoßen ist. Ja, genau das. Ein Hoch auf Regenschirme. Wenn der Kampf jetzt gleich zu Ende ist, behalte ich mein Messer dann? Holy shit, warum lebt er noch? Oder verschwindet das Schwert jetzt? Bombe. Beschwört eine Bombe, schießt auf sie oder schlage, um sie zu aktivieren, geh in Deckung. Okay, ich kann mich damit selbst sprengen. Sehr gut, gut zu wissen. More cards? Oh, I wonder what these do. Listen, we're an incredible team, and as long as I'm going to be talking to you, I should probably know your name. Right. Well, how about if I just call you Dicey? Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey.
Sehr, sehr süß. Okay, Karte 1 von 2. Okay, also Karten muss ich nicht finden, so wie die Märchenbuchseiten. Karten muss ich mir scheinbar erkämpfen. Gut zu wissen. Komm, Dicey, wir gehen. Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Oder auch nicht. Oh. Was seid ihr denn? Also ich meine, ich verstehe das Spielprinzip so, ne? Ist ja auch ganz cool irgendwie mit der Schleuder, dass ich die im Kampf benutzen muss und so. Aber die Steuerung ist halt echt nicht optimal für dieses Spielprinzip. Alleine die Tatsache, dass die Y-Achse invertiert ist und dass ich sie nicht invertieren kann. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist dumm. Daisy, komm da weg. Ah, toll. Habe ich eine Waffe? Nein. To the entities that slumbered in this long-forgotten world, even had just become interesting. And that was seldom good. Zwei. Eins. Na. Eins. Whoa! What in the... You can do that? Okay. Kurz davor ist getroffen zu werden, drücke B, um ein Blinzelmanöver auszuführen. Blinzelst du durch Gegner, bersten ihre Kristalle. Okay. Das habe ich aus Versehen gemacht. So, ja. Whoa! Dicey! Maybe lead with that next time. Mein Messer geht gleich kaputt. Münzen. Okay, nicht jeder Kampf gibt eine Karte. Gut zu wissen. How do they... I'd be having a headache too. Right, well, we'll have to talk more later. But for now, let's just focus on surviving, yeah? Alles gut, Pöppelchen. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? It's like something out of Mum's drawings.
Müde mit Sonnenbrand. Ich habe tatsächlich keinen Sonnenbrand. Lustigerweise. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich einen kriege. Aber ich habe keinen. Ich muss mal eben googeln, ob man die Y-Achse irgendwie invertieren kann. Das sackt hart. Also angeblich ich bin dumm. Ich kenne den Unterschied zwischen vertikal und horizontal. Ja, nicht drüber reden. Einfach nicht drüber reden. Ich glaube, der ist blind. Beste. Ich glaube, der hat mich die ganze Zeit beleidigt. Kann das sein? Assi. Ready, Dicey? I'm choosing to take that as a yes. Okay. Das funktioniert nicht. Das ist eine 1. Das ist eine 2. Dankeschön.
So, hier haben wir eine 3. Dann hätte ich ja immer gerne das. Und das. Ist da noch einer? Lol, wo kommt der denn her? Okay, erstmal die kleinen wegmachen. Au! Oh, die können sich gegenseitig hauen, das ist ja witzig. Gib mir eine 2, 2, 2, 2, dankeschön. Oh. Ha! Okay, anvisieren ist richtig kacke übrigens. Wollte ich nur kurz sagen. Alles gut, Betsy. Ich verstehe Gwar, bla bla, Blut tatsächlich auch nicht. Aber Even scheint es zu verstehen. Also ist alles in Ordnung, denke ich. Hier war ich schon mal. These colossi were indeed colossal. Things were looking grim. Ach, was Grimm. Den mach ich weg. And while I know it's always disappointing when what you thought was a novel turns out to be a very short story, all I can do is apologize. Au. Das ist eine 1, Dicey. Das ist eine 2, danke. Au, okay.
Das war natürlich blöd jetzt, dass ich nur eine 1 gewürfelt habe. Yes! Sie scheint würfelisch zu sprechen. Ich denke auch. Durch Segen der alten Würfelspieler werden die Kosten jeder Karte in Events Hand um 1 Token verringert. Okay. Klingt nett. All right, Dicey. You're quite something. Nein, Rache will ich nicht. Sie wurde von einer bösen Königin. Sie hat einen bösen Wurf vermasselt und wurde nach Sextopia geschickt. Sie wurde von einer bösen Königin entführt. Naja, entführt ja nicht wirklich, ne? Das kannst du aber laut sagen. Wie kommt das alles aus? Also, was ist das hier für ein Ort? Was hat es mit den Huckepack-Recken auf sich? Sieht so aus, als würden dir einige Punkte fehlen. Wie war nochmal dein richtiger Name? Okay, wir sollten los. Okay. Wir müssen also erstmal Punkte finden. Wir müssen einen Punktologen finden, der dich repariert. Okay. Gerne, dann schließen wir ein Team. Du hast recht. Okay. Wie kommt das aus deinem Kopf? Das kann ich mir vorstellen. Magie. Das muss innen total geräumig sein. Aha. Was für ein Ort ist das hier? Das Tal der Würfel. Wie mein extrem mächtiges Haustier. Ja, Entschuldigung, du bist kein Haustier. Niemand besitzt irgendwen, wir sind ein Team. Was hat es mit den Huckepack-Ritten auf sich? Sieht so aus, wenn du wurfbereit bist. Gut zu wissen, dass du nichts dagegen hast. Sobald wir ein Höllenfeuer brauchen, lasse ich es dich wissen. Wie war nochmal dein richtiger Name? Aha, das kann ich nicht aussprechen. Dann bleiben wir bei Dicey. Gehen wir. Komm einfach des Wortwitzes wegen. Okay. Even and Dicey finally had a moment to catch their breath, take a breather, and Dicey, wait! never mind. Dicey, what's happening? Das ist ein Staubsauger. Ein großer Staubsauger. Nice. Es gibt königliche Versionen, da kennt der Königin mächtigere Fähigkeiten. Okay, 4 Stadt war einst ein majestätischer Ort voller Helden. Schon wieder ein Traum. Oh, ich habe ein
Würfelkleid an. Jetzt habe ich Lust, Erstes Madness Returns zu spielen. Komisch. Oh, okay, das ist ein Haus. Ich habe gedacht, das wäre irgendein Seeungeheuer. Hüte. Okay. Und wer ist I? Toll. Leichen. My parents told me how oneers live, like animals. Aber auf meinem Kleid sind 6 drauf. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oner. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oner. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? I mean, no. I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me. Either way. I mean... Lying should be punished odd, don't you agree? You don't have to, I was just... Now, there's no room for pity. Either everything's fair, or nothing is! Holy shit, Same Kind. Okay. Look, a wonder. Off to the garbage for you. I'm not garbage. We'll agree to disagree, love. What's this? A lunchbox? Ha! A living lunchbox! Monster! I'm gonna tell the mayor! Warum weiß er, dass sie eine Einserin ist? Kann er das... Keine Ahnung, hat sie einen Stempel auf der Stirn oder so? Jetzt fühle ich mich an Little Nightmares erinnert. Oh, ist er süß. Well, we're here. Let's see where here is, Dicey. Okay, 4 Karten, 2 Märchenseiten, 5 Nebenquests. Okay, das ist eine Menge. Na gut. Eine Narbe in Form eines Würfels. Meinst du statt des Blitzes? Was ist mit dieser Ratte? Die klebt irgendwie an mir. Ich kann sie durch die Gegend schieben. Was sind das für komische Geräusche da draußen? Irgendjemand macht draußen Krach. Even had a feeling, call it a hint, that her new friend Dicey would be able to open that door for her.
all it would take would be a roll or two. Hm. Oh. And that feeling was correct. Geist. Look, it's that ghost again. Yes, I was just going to say that. But what did it want? Jetzt streitet sie mit dem Erzähler. Das ist das Beste. Ich weiß nicht. A Bard's Tale, damals für die PlayStation 2 habe ich das gehabt. War sehr schön, hatte auf der Vorderseite der CD stehen, wenn Sie was wirklich Gruseliges sehen wollen, dann drehen Sie diese CD um. Und in The Bard's Tale hat, ich glaube, ich habe das schon tausendmal erzählt, aber ich finde es witzig, hat der Bard sich immer mit dem Erzähler gestritten. Und dann ist er so losgezogen, hat ein paar Wölfe abgeschlachtet und hat dann von denen Gold bekommen, ein Schwert, eine Rüstung. Und der Erzähler dann nur so, der Bade hatte das alles aus den Wölfen bekommen. Das war absolut unlogisch. Er würde fortan nur noch Fell, Fleisch und Knochen bekommen. Und der Bade so, ist das dein Scheiß Ernst? Das ist meine Haupteinnahmequelle. Das ist so geil. Oder wenn man dann aufgestanden ist, um sich ein Brot zu machen und ist dann zurückgekommen, dann sagt der Erzähler irgendwann so, und der Bart stand herum. Sehr lange. Nein, wirklich, er könnte jetzt langsam mal weitergehen. Man kann in dem Spiel übrigens auch Kühe umschubsen. Wenn man 10 Kühe umschubst oder 20 Kühe umschubst, dann sind die so wie die Hühner aus Zelda und bringen einen um. Wer bist du? Did you hear? The new moon is finished. It is wonderful to finally look up at the sky at night and see two perfect moons. Wieso ist das so? Warum hat er einen französischen Akzent, wenn er diesen Bart hat? When it comes to the new moon, I'm of two minds. And they both love it. Er ist ein schizophrener Franzose. Geil. Was ist hier? Hier ist doch irgendwas. Da ist doch ein blauer Punkt. Oh, have you come to see our new moon? Oh, you're in for a treat. Irgendwas ist hier. Hm. Swobias. Fest? Oh. Stand da gerade Zweibahnstraße? Zweibahnstraße. Good morning, world! It's a beautiful day, my favorite kind. Any second now. Oh, curse it too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The queen is rolled a two. The queen is rolled a two. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful... Wait a
make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Okay. Naja, alle Schilder zeigen nach da. Aber das ist ja auch der einzige Weg. You don't belong here. Hier entlang und dort entlang. Sehr schön. What are you looking at? Uno Jinx. I know I did. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. Die wollen mir nicht wirklich erzählen, dass niemand den Würfel wahrnimmt, der in den alten Sagen dafür gesorgt hat, große Krieger und so weiter. Und der läuft da jetzt einfach so rum und alle so, ja, ist ein Würfel. Naja, wird schon stimmen. Unser ganzes Leben wird von Würfeln bestimmt. Und die Königin hat einen Würfel. Und hier läuft ein Würfel rum. Naja, wird schon richtig sein. Just keep telling yourself that, kid. And while you're at it, tell yourself that you're not missing anything by having just one personality. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two-Town. I reckon you're a oner, and you don't belong here. Wie feindlich die alle sind. Mein Gott, lass mich doch hier wohnen, laufen. It seemed to even that there were two sides to every story, especially here in Two-Town, where even the residents seem to be of two minds. Ah. Danke. Wenn eh alles mit Würfeln zu tun hat. Ja, aber ich habe noch keine anderen Würfel gesehen, außer den der Königin. Das heißt, mein Würfel ist was Besonderes. Aber niemanden scheint es zu interessieren. Warum kann ich nicht mit dem sprechen? Kann ich mit dir sprechen? Nein. Oh. Also die random durch die Gegend laufen, scheine ich nicht ansprechen zu können. Nur die rumstehen. Bist du der Kartenverkäufer? Ja. Warum hat er Karten? Wo hat er die her? Yes! But was I born with a store for a body? Or did I somehow force my body to become a store? Well, you'll never know, because you'll become instantly distracted by all of the fantastic cards I have for sale. Mhm. I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another connoisseur. Manny Dex, at your service. Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and mantos. Whatever those are.
Okay. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manidex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in. On the house. We'll just need to teach you how to use it. Cool, die haben einfach vergessen, das zu übersetzen. Dankeschön. Drücke den Kartenordner. Öffnen Kartenordner. Hier kannst du deinen Kartenstapel betrachten und bearbeiten. Bewege den Cursor bei einer Karte deines Stapels oder Inventars, um die Kartenbeschreibung und folgenden Elemente einzublenden. Titel, Effekt, Kartentyp. Es gibt 5 Kartentypen. Waffen, Schaden, Abwehr, Risiko und Joker. Das ist dein Inventar. Hier findest du die Karten, die derzeit nicht im Stapel sind. Das ist dein Stapel. Hier siehst du alle Karten, mit denen du im Kampf teilnimmst. Wenn weniger als 15 Karten im Stapel sind, wird er automatisch mit Karten aus dem Inventar aufgefüllt. Du besitzt im Augenblick weniger als 15 Karten, aber sobald du 16 oder mehr Karten hast, kannst du deinen Stapel beliebig anpassen. Bist du bereit, drücke erneut Minus, um den Kartenordner zu verlassen. Okay, das ist eine Joker-Karte, korrekt? Ja. Das ist auch eine Joker-Karte. Aha, okay, die kostet 1. Das ist Abwehrrisiko, Waffe, Waffe. Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands. Ha ha! And at the best prices too. Wo bekommst du die Karten her? Where do I... Oh, mate, if I tell you my sources, what's to stop you from turning your body into a store and setting up a competing shop, eh? I ask you. Warum sollte ich einen Shop eröffnen? Es gibt doch niemanden, der die Karten kauft, außer mir. An interest that will soon wane the more you study my glorious body. I'm afraid I can't tell you the provenance of my cards, just that they're an amazing deal. Best in random, only in random. Aha. Willkommen im Kartendaten. Es gibt nicht viel zu sehen, aber das lässt sich sofort ändern. Risikokarte ist das, was die Bombe ist. Joker ist das, was mich Karten ziehen lässt. Das hat mir bis jetzt noch nicht so geholfen. Schadenskarten sind offensichtlich Waffen. Waffe. Drache. Wunderbar, du kannst die neu freigeschalteten Karten jetzt kaufen. Siehst du den Münzenzähler auf der rechten Seite? Jede im Laden ausgegebene Münze füllt den Zähler. Ist er voll, kannst du einen neuen Kartensatz auswählen, um ihn deiner Sammlung hinzuzufügen. Je mehr Karten du kaufst, desto mehr Karten sind verfügbar. Für treue Karten gibt es etwas ganz Besonderes. Schalte Karten frei und finde heraus, was es ist. Okay, weicht durch Gegner aus erleiden diese Schaden. Der Effekt hält 30 Sekunden lang an. Okay, schade, es ist kein Drache. Dicey verwandelt sich in eine tickende Bombe, explodiert nach 9 Sekunden. Klingt doof. Unberechenbare und manchmal großzügige Würfeldimensionen. Achso. Wenn du Kristalle zerstörst, die an einem Gegner sind, erleiden diese ebenfalls Schaden 30 Sekunden. Beschwört einen dämonischen Ikosaeder, der jedem Wesen in seiner Nähe Schaden zufügt und von allem abprallt, was er trifft. Existiert 20 Sekunden lang. Das klingt so, als könnte mir das auch wehtun. Beschwört einen Blasenschild. Der Hexe des Tals. Ein Treffer lang vollständig geschützt. Dafür gebe ich kein Geld aus. Beschwört eine Uhr, die Gegner verlangsamt, die in ihrem Teil der Würfeldimension gefangen sind, hält 10 Sekunden lang an. Das klingt nett. Der Geist von Zollstadt manifestiert sich in Form eines Hammers. Drücke Y, um zuzuschlagen. Das möchte ich haben, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Das ist umsonst, scheiß drauf. Ein Geschenk für treue Kunden, eine goldene Nadel. Kann in der Würfeldimension benutzt werden, indem du eine Karte deiner Hand aufsparst, bis erneut gewürfelt wird. Je mehr Nadeln du hast, desto mehr Karten. Nett. Okay, das finde ich gut. Risiko, Joker oder Abwehr? Welche sind denn jetzt neu?
Die ist neu. Dreifachbomben. Beschwöre 3 Bomben. Schieße, um sie zu aktivieren. Erfreue dich an einem Feuerwerk. Kostet 3. Beschwöre eine mächtige Faust des Königs, die jedem Gegner, der sich vor ihr befindet, einen Schlag versetzt. Dafür muss man, glaube ich, gut zielen, aber die kostet auch nur 90. Ein Fluch der Gegner in seinem Umkreis schwächt. Der Fluch wird nach 20 Sekunden. Okay. Komm, ich kaufe das. Mehr Geld habe ich eh nicht. Okay. Ich habe 10 Karten und die sind jetzt alle in meinem... Oh. Zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da ist der Geist. Die Karte ist fragwürdig hilfreich. Even was beginning to learn a lot about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. Da ist ein Gegner. Okay. Dich kenne ich. Du bist der Hafenarbeiter. Das ist nicht der Hafenarbeiter, aber er sieht aus wie der Hafenarbeiter. The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name's Smokey, by the way. That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the Upside Downtown a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Verräter? That's it. The Queen is amazing. Her ideas are amazing. Lang verschollener Zwilling. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Hafenarbeiter hieß. Okay. Klar. Zum Wirken. Ja, okay. Gegner! The Queen's Royal Robot Guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Was bist du? Eine 2. Sehr gut. Perfekt. Das hätte ich gerne. Und das hätte ich gerne. Hallo Kati. Nee, Moment. Ich will beide haben.
Sehr gute Kombi mit der Uhr. Perfekt. Hallo Kati. Da hinten ist noch ein Gegner. Das Spiel heißt Lost in Random. Und es ist ziemlich cool. Und der Würfel kann sprechen. Au! Okay. Was haben wir? Nur 2. Wie kann ich das anpinnen? So. Bin sofort für dich da, Kathi. Eine Sekunde. Seite 2. Perfekt. Nice. Och. Sie heißt Even und ihre Schwester heißt Odd. Au. Hey. Okay, und 2. Was möchte ich denn überhaupt? Das wäre nützlich, das wäre nützlich. Ich habe eine 2. Dann nutzen wir das doch am besten. Packen das nach hier. Dann nutzen wir das. Packen das nach hier. Und dann einmal da drauf schießen. Sehr gut. Warum lebt da noch einer? Oh, meine Waffe geht gleich kaputt. Das war jetzt nicht so smart. Never mind. Okay, so, ein Schlüpfe.
Also, die grobe Story ist, dass die Kinder, also es gibt 6 Stadtteile und sobald die Kinder 12 werden, müssen die halt würfeln, in welchen Stadtteil sie kommen. Und Even und Odd sind mit ihren Eltern in 1 aufgewachsen. Und das ist halt so die Müllhalde, so die Untersten der Untersten. Und an Odds 12. Geburtstag ist die Königin aufgetaucht und Odd musste würfeln. Hat eine 6 gewürfelt, ist also nach 6 entführt worden. Und Even ist halt losgezogen, um sie zu suchen. Weil genau ein Jahr nachdem das passiert ist ein Geist aufgetaucht und Even glaubt, dass dieser Geist halt was mit Odd zu tun haben könnte. Und auf dem Weg dahin hat sie halt Dicey gefunden. Und vor langer, langer Zeit hatten die Leute halt diese Würfel als Partner, um eben in den Kämpfen, im Kolosseum kämpfen zu können. Die sind dann aber alle verschwunden, so. Und das sind jetzt nur noch Legenden. Und Even hat jetzt halt den Würfel und macht halt Shit. Und versucht, ihre Schwester zu finden. Was mit dir, Creep? You, come here a tick. Question's not who I am, love. It's who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. I don't think he is. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize him no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen, and she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. Mhm. I'm sure you don't. Sie ist die Erste, die sieht, dass ich einen Würfel dabei habe. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Die anderen haben ihn scheinbar nicht als Würfel erkannt. So polite, so stoic. The Queen will like that. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Da habe ich gekämpft. I don't know, Dicey, but I didn't like her one bit. Das ist nicht höflich. Ach, da unten ist die Tür. Ah. Oh. Go on, Dicey. Oh. Märchenbuch. Life was insane and beautiful. A glorious mess. Those who wielded dice would challenge each other in grand board game tournaments to win favor from the king or queen, or even just each other. The rules were wild and capricious, the games even more so. And everyone in random loved them, and the dice wielders themselves, with all their heart.
Ich glaube, der König ist gestorben und danach ist die Königin durchgedreht. Wie geht's dir so, Kathi? Was hast du gemacht? Oi, kid! You want crispy twigs? Kids love crispy twigs. To answer your question, yes, business is slow. Oh. Seller street socks. Get your socks here. Sock 2-packs, one for each of you. It's the perfect pair for the perfect pair. Aha, nein. Ich glaube, hier läuft's nicht so, Knorke. Get your pre-chewed food here, smooth and silky. Mhm. Food's not nice unless it's been chewed twice. Und du? I'm selling crispy twigs here. Crispy twigs to try. Gott, das ist fürchterlich. Uften Punkt. Timi, Uften Punkt. Jo, es ist viel zu warm. Es ist so unglaublich warm. Ich schmelze auch den ganzen Tag. Betsy war heute da, musste aber leider eher nach Hause. Und dann habe ich den Stream angeschmissen. Spiders are a very popular pet lately. I don't ask why, I just sell them. No, I'm stuck. Artist block. I'd trade my Gubblegregor for a flash of inspiration. Oh. Kannst du einen schwarzen Punkt auf meinen Würfel malen? I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Nein. I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Okay. Excellent. Keep your eyes peeled. Okay. Creep. Es ist super warm. Dachgeschoss halt, ne? So, heute Morgen waren es angeblich 25 Grad bei mir in der Wohnung. Wir haben nicht so viel gemacht. Also wir haben halt gequatscht und ich habe nebenbei gezockt. Was anderes, nicht das da. Und ja, Betsy mag kein Eis. Deswegen waren wir kein Eis essen. Aber ich habe drüber nachgedacht, ob wir Bubble Tea holen, weil ich habe wieder befüllbare Bubble Tea
Becher gekauft, weil ich nicht immer diesen Plastikmüll haben möchte. Aber es war so warm draußen, dass ich gedacht habe, so, boah, wenn du jetzt da rausgehst, stirbst du. Also, nein, kein Bubble Tea. Ist das jetzt eine Nebenquest? Habe ich jetzt eine Nebenquest gefunden? Nein. Okay. Betsy mag nicht so gerne süß. Robots. I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Das ist richtig. Over here! Betsy sagt nein. Get your fresh rock straight out of the tube. Get your food here. I'm only a dark Schurkengasse. even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. Der sieht aus wie Hermann. I love the Upside Down Town. It's a whole second to-town. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Ich glaube, der ist schizophren. I have always been consistent in this. It sucks. By which I mean, it rules! Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the Upside Down Town. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. brilliant in both conception and disaster and waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new Upside Down Town. You know, my doctor said the same thing. That getting so overwhelmed with the upside downs of this world all the time wasn't good for me. I called him an insensitive low roller and left. But maybe this time I should listen. Ja, gute Idee. Komme ich hier zu dem Typen, den ich retten soll? That's a spiffy nice costume, kid. My grandmother told me about him. Ja, warte, ich komme ja schon. Hallo. Au! Scheiße, jetzt habe ich nur eine 1 gewürfelt. Fuck!
Betsy sagt, davon kenne ich viele und alle haben die gleiche Reaktion. Seine 2, bitte, seine 2, bitte, seine 2. Scheiße, das ist eine 1. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Au! Eine, 2. Sehr gut. You saved my bacon there, kid. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. Nope. It'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Alle wollen immer Gubblegregger von mir. Forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. Aha. Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Oh my god! Two-timer! It's double the fun! Please
excuse us. We need to talk about this. Sorry. Was hat sie denn erwartet, was sie antwortet? Uff. Das war's? Für was anderes bin ich hier nicht hochgeklettert? Uff. Und du? That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's a dice? Die sind alle ein bisschen schizophren, habe ich das Gefühl. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Was ist Syzygy? Huh. Hello! Can I interest you in a potion? Weiß nicht. Er heißt Jared. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. Wie soll ich denn Stammkunde werden, wenn du mir nichts verkaufst? You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on... Der erinnert mich so hart an Snape gerade. Also, Jared erinnert mich an Snape. Jared nicht. Keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want Guck, Betsy. in business, in life, in love. In that some of us 7 don't Uhr. want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get Mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Ja, ich habe heute schon 2,2 Liter getrunken. Betsy schreibt, ich liebe die Typ N. In welcher Branche seid ihr tätig? Wenn es um Tränke geht. The manufacture and sale of potions. It takes science and creativity, which I have. And fact and logic, which I have. Jared here does science by intuition. It's incredible. By which I mean it's literally not credible. You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. We have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And Okay. I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Kein Problem, ich liebe dich, Jared. I can barely hear you with these
fingers in my ears, but that sounded like a yes? Excellent. I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Aha. I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Lass mich As raten. soon as you 3 get in control Bloops. again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Das ist jetzt theoretisch ziemlich hart. Und ich verstehe, dass es theoretisch ein moralisches Dilemma ist. Aber ich liebe Jared einfach mehr als Jared, obwohl Jared den cooleren Namen hat. Ich glaube, es ist keine Frage, wem wir helfen.
Ist das schön. Man kommt so zurück und liest in beiden Chats, ich bin stolz auf dich, also auf mich. Also ich habe das zwar vorhin schon gelesen, als ihr das geschrieben habt, aber es ist trotzdem schön. Okay. Okay. Hi. Was hätte ich denn mal gerne? Ah, ihr seid so süß. Das Problem ist, dass ich das eigentlich alles nicht haben will. Das ist ganz nett und die Hand ist ganz okay. Tja. Macht mich jetzt auch nicht so wirklich an, ne? Es sind 15 Karten dran. Den habe ich halt noch nicht ausprobiert. Ich will den jetzt nicht rausschmeißen, weil ich ihn noch nicht ausprobiert habe. Ich glaube, ich muss den ausprobieren, bevor ich weiß, ob ich ihn rausschmeiße oder nicht. Erstes living store at your service. And lo, did the number 2 come to random. And lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2... Behold, the door to 3 Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Well, I wonder if they could fix you. Stimmt. Oh shit. Brettspielarena, okay. Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. In einem riesigen Brettspielfest. Dies ist eine besondere Form der Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Ziel dieses Brettspiels ist, berücke mit deiner Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Die Spielfigur rückt die Augenzweig vor, die du mit Dicey gewürfelt hast, sobald du die Zeit wieder freigibst. Landet die Spielfigur auf einem Feld, erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner oder Geschosse im Innern der Blase werden verlangsamt. Landet die Spielfigur hier, fliegt ein Schatzvogel über die Arena. Schieße auf ihn, damit er seinen Schatz abwirft. Ist dir der Kampf zu anspruchsvoll, ändere die Geschwindigkeit. Okay. Also muss ich einfach nur kämpfen, bis ich das Ziel erreicht habe.
Das ist eine 1, Dicey, das hilft mir nicht. Seemed as though Dicey was affecting a giant board game. Wo ist der Vogel? Zwei. Dankeschön. Okay. Sag mal. Das ist erstmal 1. More treasure to the board game. Okay, der macht also neue Gegner. Der hat eine Schusswaffe. Eine 1. Nevermind. Mein Hammer ist kaputt. Was ist mit diesen Vögeln? Ma! Creepy! Au!
Das ist eine 1. Alles gut, Betsy. Schlaf ruhig. Du bist ja auch schon viel länger wach als ich. Ich schreibe dir morgen früh. Okay. Quiet down! I'm old and I'm tired, and I demand you You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep. That blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Ich freue mich auch schon. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Some of us are trying to sleep. Thank you, little one. Ist da nicht gerade irgendwo ein Tor aufgegangen? Da hinten ist ein Tor aufgegangen. Da. You, child. I believe we can be useful to each other. No, nor I you. But the thread
Threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. Ups. Ich habe das Gespräch abgebrochen, weil ich auf B gedrückt habe. I believe we can be useful to... Right. A good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Es ist doch wohl eindeutig ein kostümierter Hund, hallo? They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while indeed. Du bist fucking creepy. I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. All except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. Und warum sollte ich dir einen Würfel geben? Du Creep! All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Oh. I've had enough of this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? Das ist meins. Let him go. That's right. You better smarten up and look where you're going, all right? Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big, clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister. I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. The thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. In
Nanny Fortuna's the right hand of the queen, and has been for years. She's as mean as she is old. And let's just say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this dice? I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keeps the district separate by order of the queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Purple, du bist nicht alt. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Thank you, thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Außerdem ist normal langweilig. Und hier in meinem Chat ist sowieso keiner normal. Ist auch gut so. Holy shit. Der Typ ist groß. Ist das der Bürgermeister? Das ist der Bürgermeister. That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are? None of your business. Well met, even. At last, Even had arrived at the mayor of Town, the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, Even? You're trying to blind your mister with your swollen thighs? Ja, nein. Mine a twister for some colon guys? Ja, genau das suche ich. Ich suche Nester und versaute Tauben.
mind your... why don't you take the elevator and step into my office, even? It'll be easier to talk. It's so beautiful, a shining city in the sky. Yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... how best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Oh right. God. We'd better keep our voices down even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here even. Our personalities becoming personified now. Yes, that's what Royam is. He's getting more powerful every day, and I don't know how to fix him, or everything else. I don't know how to fix this town even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? Also ich mag Rezimergrü sehr gerne, aber auch nur, weil er so übel creepy Vibes hat. What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great. But the things he's doing, I don't know if I can support them. Because he serves the Nanny Fortuna. We both do. Whatever she wants, he's ready to do. And therefore he deserves to be listened to. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got their other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Oh, that's the Queen's idea. She wants us to build a second Two Town. Duality and all that. It'll be glorious, of course. Everything the Queen does is glorious. But, well, it just seems to be that it's taking its time to get to that glory and, well, never mind. I'm speaking out of turn. Oh, the Queen always knows best. It's like Nanny Fortuna says, the Queen rules by the grace of her black dice, and the black dice never lies. Ich glaube, der schwarze Würfel würfelt genau das, was die Königin will. I wish it were that easy even, but...
But I'm just the mayor, and she's the queen. I'm simply not a man of action even. Not anymore. There's nothing I can do. Yes, well, we must all take the roles we're given in life, yes? Nee, eigentlich nicht. It is, yes. It didn't used to be this way. Truth be told, the two-ness in this town can be a little tiring. Everyone being split into dual personalities is what makes us who we are. But building a second city. That's actually pretty accurate, since it's mostly built out of garbage. At its best, it is a mad experiment to test my patience, keeping half of the citizenry occupied with useless work while the rest of my town stagnates. Oh, but look at myself lose my temper again. We must trust in the Queen's grand plan for us all, in our duty to ensure that what she wants happens. In the end, it is all fair, even. Random rules. No, I'm afraid not. You're the first tourist we've had in quite some time. Have you considered spending some time in currency down the wonderful Cellar Street? Oh, good. As mayor, I expect that should make me happy. Dieser Untertitel. You know, straight from Nani Fortuna. Sternchen ohne Begeisterung, Sternchen. Where the fun is doubled. So twice the fun. That's something to look forward to. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Well, if you dared, you could try talking to Royan directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. And good luck. Ich freue mich wirklich, mit dem anderen Bürgermeister zu sprechen. Er ist super creepy. Holy shit, it's Scarecrow! Greetings, my name is Royan, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... Big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, Stop interrupting me. I almost had it. Ah! You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Ja, ich hab's heute erst angefangen. Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon. And you're interrupting me?
What do you want? Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Oh no, I don't give anything away for free. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Ha! You wish, but that's not the prize at which I'll sell. I'll let them go if you teach me how to rhyme. Competently. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. You are good. Ist halt schwierig mit der deutschen Übersetzung. Es passt überhaupt nicht. Aber Gott, ich liebe ihn. Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are parallel to each other. My origins are as amazing as they are obscure. All you need to know is that I am a successful... Ja. Stop interrupting my poetry! Dann wird halt besser. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get cooked. What? I was about to say that. Oh Gott, ich liebe ihn. Fuck. It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. Es ist alles ein bisschen drunter und drüber. Construction is on schedule. Of course it is. I'm the best. Das ist richtig. Nee, leider nicht. Der spricht mir zu leise. Zu langsam. Uff. Sehr, sehr anstrengend. Bye.
Hm. Hallo. Der hat ein Schild. Na, meine Würfel sind runtergefallen. Bitte seine 2, bitte seine 2, bitte seine 2. Das ist eine 1. Fuck. Könnt ihr mal bitte da von dem Loch wegkommen? Meine Würfel fallen die ganze Zeit runter. Das ist eine 2. Ich komme nicht dran. Wie werde ich sein Schild los? Okay, das ist eine 1, das ist okay. Suboptimal. Dankeschön. Das ist eine 1. Warum ist er so schnell?
Okay. Macht auch keinen Sinn. Mein Gott, wie viele von den Vögeln gibt's denn? Eins. Ich habe keine Waffe. Es tut mir leid, ich bin gleich wieder für den Chat. Einen Moment bitte. Au. Seine 2, bitte, seine 2, bitte, seine 2, das ist eine 1! Das ist eine 2.
Oh mein Gott, wie viele Gegner gibt's denn hier? Warum treffe ich den scheiß Vogel nicht? Mein Gott, war das jetzt ein anstrengender Kampf. Holy shit! Entschuldigung, Körper. Das Spiel heißt Lost in Random. Dafür habe ich nur 150 Münzen gekriegt. Ja, und eine Märchenbuchseite. Nee, das ist keine Märchenbuchseite. Okay. Shit. Bist du zufällig Poet? Oh my grace! I was pinned down by those vile machines, but now they're scrap. So thank you. The name's Big Red. Even, huh? Well, you're big even to me now. Big's an honorific, you know. Big Red and Big Even. Pleasure to make your acquaintance, kid. What brings you up here to this horrible place, Big Even? Afraid I can't help with either of those, but I got a life here. A precious little life, but it's mine. And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to Two Town. See, I have this brother, named Little Joe. Oh, you'd remember. Looks just like me, only he's a jerk. I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there, and I'm stuck up here, and I hate every minute of it. Du bist ein Mädchen. I've had better times, yeah. Now I just want to go home. And now I can. Thank you. You've really made a difference in my life, Big Even. Oh, please, take this. It's my way of saying thanks. I'm finally free! Was habe ich jetzt gekriegt? Noch mehr Geld. Toll. Danke. They said it wasn't possible. They
said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities. Miss? I could use that word. Okay. Gefällt dir das Spiel dann, Purple? Workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass. A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah, I like the sound of that. Ich find's grandios. Ich hab's halt gekauft, weil ich einfach nur die Alice Madness Returns Vibes gekriegt habe und hab gedacht, geil, das muss ich haben. Und ich bin nicht enttäuscht. Also es ist natürlich absolut nicht wie Alice Madness Returns, aber ich find's großartig. But no game lasts forever, and there came a day when some of Random's grandest champions found themselves hungering greedily for challenges more deadly than had ever been encountered before, and with rewards commensurate with their risk. And their demands were soon met by new and darker games, whose stakes were as dangerous as could be imagined. Leer. Good. All is going according to plan. I truly am Toontown's greatest Male Individual. Oh Gott, ich liebe ihn. Fuck. Er ist großartig. Yo, ich liebe Alice Madness Returns ebenfalls. Wir können es ja mal auf die Liste schreiben. Hey, Master's Beard, what are you doing up here, kid? Darf ich da durch, bitte? What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. It doesn't matter what your name is. You can't be here, kid. Warum nicht? We're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So, if you promise not to die or otherwise interfere with our work here, I'll answer some questions for you, okay? Ich verspreche dir nicht zu sterben. We can't have kids wandering around an active work site. Geil. Come on, get going. Before my other side. Hey again, even. You've been keeping safe, yeah? Can't rightly say that I have. You missing some? Na, mir nicht. I'll keep a lookout, kid. Sorry about your friend. Do you know who took him? Mhm. Zufällig weiß ich das. Oh, wouldn't surprise me at all. I trust that monster about as far as I can throw him. And you might notice he's a giant that I can throw approximately 0 centimeters. So. Fuck! Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. All our raw materials come from one craft dunkers. As bad as it is to be forced to hang upside down and work high above the ground, at least we don't have it as bad as those one-towners, right? Well, that's our mayor. Well, part of him, anyway. Royam's been the driving force behind this, implementing the Queen's orders. I don't trust the man, but orders are orders, and everyone who's questioned Royam has, well, let's just say we're all afraid of heights. You're the first kid I've seen here on what again I feel I must stress is an active construction site. You'd better be, kid. Be safe out there, even. I mean it. You're on a construction site. Ja, hab ich gehört. Danke. Come on, get going. Before my other side pitches in on what to do about you. Build my city in the sky. Go on, don't be shy.
We need a new city that's way up at a significant height. Das war doch gut gereimt. Glückwunsch. Einigermaßen. Wohin will ich eigentlich? Listen to crooner Hairy Harry's new double-length record. Inspired by the new moon of Two Town. It's twice as good as his last album. Croon. That's a nice poetic word. Oh mein Gott, ist der cute. Habe ich erwähnt, dass ich dieses Spiel grandios finde? Hier. Da ist sie hier. Da ist sie hier. Danke. A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet. You simply have to try Crazy Cryptid's chopped cheese bloob. Now half price every second Tuesday. Huh. Spiritual bouquet. It's a nice turn of phrase. Es ist ganz schrecklich übersetzt, aber gut, wie sollen die das auch vernünftig ins Deutsche übersetzen? All the materials she needed to face Royum in a battle of rhymes. Ich hoffe, ich kann dieses Battle of Rhymes überhaupt gewinnen. Warum sitzt da einer im Fass? Wenn das auf nicht vernünftig übersetzt ist. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Da ist ein Fisch. Und ein Hund. Ach ne, ist kein Hund. Aha. Wie kommst du hier hoch? Was machst du hier? Wie viel Geld habe ich? Eine Menge, okay. Ich hätte tatsächlich gerne noch eins davon. Naja, und kaufen muss ich ja letzten Endes sowieso alles. Naja, das Problem ist ja nicht die Sprache, sondern dass es so schlecht übersetzt ist. Verschießt Säurepfeile. Das klingt sexy. Und was ist noch neu? Irgendwas war doch noch neu. Das hier? Nee. Das hier? Nee. Was war denn noch neu? Das war doch neu? Wenn man eine Sekunde nicht aufpasst, ne? Ach, die Uhr. Die Uhr. Okay. Den lasse ich tatsächlich mal drin. Ja, komm. Nee, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich packe das nochmal mit rein. Und das wollte ich ausprobieren, richtig, genau. Das wollte ich ausprobieren. Okay. Bye. Hier war ich schon mal. Ja, wenn es zu schwierig wird, dann stelle ich die Sprache eben um auf Englisch. Mach das eben auf Englisch. Danach kann ich es ja wieder zurückstellen. Ist ja kein Problem.
Warum habe ich so viel Geld? Wo ist der Ort, wo ich hin will? Da. Ach so, das war er. Okay. Gut, dann habe ich mit allen gesprochen. Dann... Hallo. She wasn't sure if she was ready, but on the other hand, she wasn't at all certain she'd ever be. So she did the only thing she could. She went for it. This is it, even. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Perfect, yes. Let us begin. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from 2 towns. Yes. Ooh, I like that very much. Let's proceed. And we shall be made minions of the moon, to look forward to everything the mayor doth. Yes, there's no rule that says a poem can't talk up the poet some. Well done. Now, last verse. And we shall always swear by the 2 moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such perfect rhymes. For a perfect moon. I think I have it, yes. Well done, little poet. You have earned yourself quite a boon. Oh, I am constantly growing, building my body to become a real being. Poetry, on the other hand, this is what will truly separate me from my shallow other side. Huh. Oh, but of course, I promise you I will dig into that matter. Meanwhile, I want to give you something else. The highest honor in this land. Schmeißt er mich jetzt runter? Grant you access to the second moon's staging grounds. Few have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground. Go there, admire it, and then I will give you what you seek. Okay. Er ist super creepy und ich liebe ihn. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Wait. Oh, da unten ist ein Spielfeld. Beautiful, I guess, in its own sort of strange way. Oder ist das Spielfeld? Nein, es ist ein anderes Spielfeld. Okay. Und da ist ein Kartenverkäufer. Nee, ich will es erst ausprobieren. So this was the famed second moon, Mayor Royham's masterpiece. Ja, ist nicht so geil, ne? It was actually kind of a trap. Huh. Komisch. Roll your dice and lead the playing piece into the structure of the Royham's second moon. That can't be right. Okay.
blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Okay. Ich habe die Steuerung vergessen. Ich habe innerhalb von gefühlt 20 Sekunden die komplette Steuerung vergessen. Messer. Ja, wie das immer so ist, ne? So, Moment. Wo sind die Gegner? Perfekt. Perfekt. Playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Mhm. Das ist eine 1.
Oh, sehr gut. Here come the bombers, more bombers. Völlig wurscht. Ich habe gewürfelt, was ich brauche. Habe ich Gegner? Playing peace has broken the wall. The playing piece is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Oh, schon wieder so einer. Okay, sehr gut. The playing piece is blocked by an adversary. Schon wieder? Destroy the adversary to advance. The blocking adversary has been defeated. The playing piece can now advance. A bubble that slows time appears. The bridge is down.
has broken the wall. Sehr gut. Kaputt. Whoopsie. Even had a feeling she had broken the moon, and that somehow Mayor Royam wasn't too happy about that. Oh, feeling confirmed. Creepy. Ja. Hätte das mal da nicht so hingebaut, ne? Dann hätte ich das jetzt nicht kaputt gemacht. Even, what did you do? At one moment, Royam was a part of me, overseeing the construction. And in the next, he torn himself free and went off howling at the moon. There's no saying what he's capable of now that he's free from my influence. You taught him to rhyme? Oh no, there's no telling what he'll do now. Be very careful, Even. I don't know what happens next. We're in uncharted territory here, whatever you do. Be careful. Okay. Dann willkommen zurück. Das Ding ist tatsächlich ganz nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, geil. Ich habe Angst, dass das Ding mir halt einfach wehtut. Eine Nadel. Was haben wir da? Die beiden sind neu. Das ist neu. Das ist nett. Und das hier? Das ist ebenfalls nett. Das Ding ist halt ganz nett, aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, geil. Ups. Was hat er denn jetzt reingepackt dafür? 2 Gesundheitselixiere reichen.
enthusiast at Living Store at your service. Ich glaube, jetzt kommt ein Bosskampf. Das ist kein Bosskampf. Das ist einer von den Gegnern, mit denen ich nicht klarkomme. Hm. Das hilft mir gar nicht. Eigentlich ein Vogel da. Sag mal. Alter, reicht jetzt.
Dankeschön, meine Güte. Sieht ein bisschen kaputt aus, das Ding. Das sieht nach einer Boss-Arena aus. Hm. Oh, hello there, Even, you little monster. Bitte? You come here into a town full of strangers, and the first thing you do is destroy my beautiful moon. Oh, Even, you've made me very angry. Look, if you'll just give me the eyes, I'll... These eyes? You want me to give them to you? I'm not giving you anything, child. But you promised! When I gave you rhymes, you said I earned them, and... Oh, you have earned something. Take a deep breath, Even, because it's the last thing you'll ever take from anyone. Okay. Foolish little girl, you're going to lose because I rhyme tight when I follow my Yeah. personified force of creativity. Nein. I was going to say that. Quiet! Stop robbing me of my rhymes before I get to them. Only I may ride this lyrical flow, got it? Crusher! Okay. Time to rhyme battle. I hope your loved ones are ready to cry, because in a few moments you're going to... Deinen Wunden erliegen! Dang, that is good.
Das ist doch bescheuert. Ich kann die ja gar nicht aus dem Himmel holen. My robots will reduce your skin to gelatin, leaving nothing but a gleaming white, If my rhymes were deadly, you'd be invincible, Ryan. Let's see how you handle this one. You thought you were a knight, but you're a knave, and I'm gonna send you to an early death hole. I was getting there. I was gonna get there in 1 second. Mhm. Oh, er ist so süß, wenn er frustriert ist. Wow. Er hat mir ins Gesicht geschossen. Er hat mir wirklich einfach ins Gesicht geschossen. Das ist eine 2. Das ist eine 1. Das ist schon wieder eine 1. I'll try to not let it go. Dad! How are you so bad at this? This is the rhyme that's going to end your time here in Random. My parents wanted me to be a goat herder, but I'd much rather be an Silence! I was going to think of that eventually.
I hope people won't think you're too shoddy when they discover that you are dead. Poppy, you're embarrassing yourself. Holy shit, das war knapp. I can't go back. It's not fair. Meine Augen. Back you go, my friend. Nice. Colossal and terrifying upside-down mayor was now stored inside a different and nicer mayor's head. Even and Dicey had done an excellent job, and I was doing an excellent job narrating it. Not that they'd ever realize. Even was learning the world was even stranger and more threatening than in the stories her mother told her. But she was also learning that she didn't have to face it completely alone. Now, all Even and Dicey had to do was return the eyes to Seymour. With his vision restored, he'd be able to give Dicey his third pip, which would be all they needed to open that infernal, mysterious gate to Three Town. They
kann ich das speichern? Oder speichert der automatisch? Ich werde nämlich jetzt ausmachen. Ich bin super müde. Trotzdem vielen lieben Dank für alle, die da waren. Oder an alle, die da waren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Schlaft gut. Bis dahin.